In Deutschland eine Wohnung zu finden, ist oft eine große Herausforderung, selbst für Menschen, die schon lange dort leben, ganz zu schweigen von Zugezogenen oder Studierenden. Der Wohnungsmarkt ist in vielen Städten sehr angespannt. Besonders in Großstädten wie Berlin, München, Hamburg oder Köln bewerben sich manchmal hunderte Menschen auf ein einziges Mietangebot. Ein entscheidender Unterschied zu anderen europäischen Ländern ist, dass Mietverträge in Deutschland in der Regel langfristig abgeschlossen werden. Es ist nicht üblich, eine Wohnung nur für ein paar Monate zu mieten, es sei denn, es handelt sich um eine möblierte Zwischenmiete. Standardmietverträge laufen auf unbestimmte Zeit mit einer Kündigungsfrist von meist 3 Monaten. Wer also eine Wohnung findet, plant in der Regel, dort mehrere Jahre zu wohnen. Eine weitere Besonderheit ist die sogenannte Kaltmiete. Das ist die Grundmiete ohne Nebenkosten. Die Nebenkosten, also Heizung, Wasser, Müllabfuhr und manchmal Internet- oder Hausmeisterdienst, kommen noch obendrauf. Zusammen ergibt das die Warmmiete. Beim Vergleich von Angeboten sollte man daher immer darauf achten, ob die Warm- oder Kaltmiete angegeben ist. Viele Mietwohnungen in Deutschland werden ohne Küche vermietet. Das bedeutet, keine Einbauküche, kein Herd, kein Kühlschrank, oft nur leere Anschlüsse. Wer aus einem Land kommt, in dem die Küche zur Standardausstattung gehört, ist davon oft überrascht. Die Küche muss man entweder selbst kaufen oder vom Vormieter übernehmen. Die Kommunikation mit Vermieterinnen und Vermietern ist ebenfalls speziell. In vielen Fällen ist es nicht die Vermieterin oder der Vermieter selbst, mit dem man spricht, sondern eine Hausverwaltung oder ein Maklerbüro. Die Kontaktaufnahme erfolgt häufig per E-Mail, über Immobilienportale wie Immobilienscout24 oder Immonet. Man schreibt eine kurze Vorstellung, wer man ist, was man beruflich macht, warum man sich für die Wohnung interessiert. Diese Nachricht ist entscheidend. Sie ist der erste Eindruck. In der Realität bedeutet das oft, wer nicht perfekt Deutsch schreibt oder keinen unbefristeten Arbeitsvertrag hat, bekommt nicht einmal eine Antwort. Auch das ist ein Problem für viele Wohnungssuchende. Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt ist ein reales Thema. Wenn man dann doch zu einer Besichtigung eingeladen wird, kommt der nächste Schritt. Die Wohnungsbesichtigungen sind meistens kurz, manchmal nur 10 Minuten. Es ist wichtig, pünktlich zu sein, höflich aufzutreten und Fragen zur Wohnung zu stellen. Wie hoch sind die Nebenkosten? Gibt es eine Hausordnung? Ist das Haus ruhig? Welche Heizung gibt es? Manchmal finden auch Sammelbesichtigungen statt. Dann sind 20 Personen gleichzeitig in der Wohnung. Oft wird nach der Besichtigung eine Bewerbungsmappe verlangt. Darin enthalten sind eine Selbstauskunft, eine Art Steckbrief mit persönlichen Informationen, Gehaltsnachweise der letzten 3 Monate, eine Schufa-Auskunft, eine Bestätigung über die Kreditwürdigkeit, eine Kopie des Ausweises und manchmal ein Empfehlungsschreiben vom vorherigen Vermieter. Für Menschen aus dem Ausland, die diese Unterlagen nicht haben, ist das eine große Hürde. Ein weiteres Thema ist die Kaution. In Deutschland darf der Vermieter bis zu 3 Netto-Kaltmieten als Kaution verlangen. Dieses Geld wird auf einem separaten Konto hinterlegt und dient als Sicherheit für eventuelle Schäden oder offene Mietzahlungen. Die Kaution bekommt man am Ende des Mietverhältnisses zurück, vorausgesetzt, es gibt keine Schäden in der Wohnung. Wer eine Wohnung gefunden hat, muss sich innerhalb von 2 Wochen beim Einwohnermeldeamt anmelden. Ohne Anmeldung kann man keine Steuer-ID beantragen, kein Bankkonto eröffnen, keine Krankenversicherung abschließen. Also ist der Mietvertrag der erste Schritt in ein geregeltes Leben in Deutschland. Genau deshalb ist die Wohnungssuche nicht nur stressig, sondern auch zentral für alle weiteren bürokratischen Schritte. In manchen Städten gibt es staatliche Unterstützung, zum Beispiel Wohnberechtigungsscheine oder geförderte Wohnungen. Diese sind aber oft an bestimmte Einkommensgrenzen gebunden. Man muss viele Formulare ausfüllen und manchmal monatelang warten. Auch das schreckt viele Menschen ab oder überfordert sie. Ein kultureller Unterschied zeigt sich oft in der Art, wie man mit Vermietern spricht. In Deutschland ist es üblich, formell und direkt zu kommunizieren. Man sagt Guten Tag, verwendet Sie statt Du, bedankt sich für die Besichtigung und stellt gezielte Fragen. Ein zu informeller Ton wirkt manchmal unprofessionell. Gleichzeitig erwarten viele Vermieter Ehrlichkeit und Klarheit. Sie möchten wissen, ob jemand langfristig bleiben möchte und zuverlässig ist.
Natürlich ist es nicht einfach, all das zu lernen, besonders wenn man neu im Land ist. Aber es hilft, sich auf Gespräche vorzubereiten. Zum Beispiel, wie stelle ich mich vor? Wie sage ich, dass ich berufstätig bin oder studiere? Wie erkläre ich, warum ich umziehe? Man kann solche Sätze zu Hause üben, am besten laut, damit sie im Kopf bleiben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Lage der Wohnung. In vielen deutschen Städten gibt es große Unterschiede zwischen den Stadtteilen. Manche Gegenden gelten als besonders attraktiv, wegen der Nähe zum Stadtzentrum, guter öffentlicher Verkehrsanbindung oder schöner Umgebung. Andere Bezirke sind günstiger, aber vielleicht lauter, weiter vom Zentrum entfernt oder mit weniger Infrastruktur. Deshalb ist es wichtig, vorab zu überlegen, was ist mir wichtig? Brauche ich eine Wohnung in der Nähe meines Arbeitsplatzes oder meiner Universität? Ist mir Ruhe wichtig oder möchte ich lieber in einem belebten Viertel wohnen? Wie weit bin ich bereit zu pendeln? Auch das beeinflusst die Suche stark. Wer flexibel ist, hat oft bessere Chancen. Manche Menschen finden schneller eine Wohnung, wenn sie nicht nur auf bestimmte Stadtteile fixiert sind oder auch kleinere Wohnungen in Betracht ziehen. Einzimmerwohnungen oder sogenannte Wohngemeinschaften, also WGs, sind besonders bei Studierenden oder jungen Berufstätigen beliebt. In einer WG teilt man sich Küche und Bad, hat aber ein eigenes Zimmer. Das kann nicht nur günstiger sein, sondern auch helfen, neue Leute kennenzulernen und Deutsch zu sprechen. Die Kommunikation in WGs läuft meistens informeller. Oft gibt es ein Kennenlerntreffen, bei dem man mit den Mitbewohnerinnen oder Mitbewohnern spricht. Man stellt sich vor, erzählt ein bisschen über den Alltag, Hobbys oder die Arbeit. Dabei geht es nicht nur um den Mietvertrag, sondern auch darum, ob man gut zusammenpasst. In vielen Fällen entscheidet die WG selbst, wer einzieht. Wenn man aber eine eigene Wohnung sucht, ist die Konkurrenz größer. Viele Menschen geben irgendwann auf und bleiben in Zwischenlösungen. Bei Freunden, in Hostels oder in möblierten Apartments mit hoher Miete. Langfristig ist das aber keine gute Lösung. Deshalb ist Geduld so wichtig. Ein Tipp für alle, die neu in Deutschland sind: Man sollte sich frühzeitig informieren und Hilfe suchen. Es gibt in vielen Städten Beratungsstellen für Migrantinnen und Migranten, Wohnhilfen oder soziale Einrichtungen, die bei der Wohnungssuche unterstützen. Auch Universitäten bieten oft Hilfe für internationale Studierende. Wichtig ist, sich nicht zu schämen, Fragen zu stellen oder um Unterstützung zu bitten. Beim Kontakt mit Vermieterinnen oder Vermietern ist Freundlichkeit das A und O. Selbst wenn man gestresst ist oder schon viele Absagen bekommen hat, hilft es, höflich zu bleiben. Ein kurzes Dankeschön nach einer Absage oder ein freundlicher Nachsatz in der Bewerbung macht manchmal einen großen Unterschied. Und auch wenn man eine Wohnung nicht bekommt, vielleicht denkt die Person beim nächsten Angebot an dich. Ein weiterer Unterschied zu vielen anderen Ländern ist, dass viele Wohnungen in Deutschland keinen Makler haben. Das bedeutet, man muss selbst aktiv suchen. Man schaut auf Immobilienportalen, in Facebook-Gruppen, bei Aushängen in Supermärkten oder an schwarzen Brettern an der Uni. Manche Menschen hängen sogar kleine Zettel mit einem Wohnungsgesuch aus, mit Foto, Telefonnummer und ein paar persönlichen Infos. In einigen Fällen funktioniert das sogar. Ein besonders wichtiges Thema bei der Wohnungssuche ist der Mietvertrag. In Deutschland ist es üblich, langfristige Mietverträge abzuschließen. Oft läuft der Vertrag unbefristet, das heißt, es gibt kein festes Enddatum. Das gibt beiden Seiten, Mieter und Vermieter, Sicherheit. Aber es bedeutet auch, dass eine Kündigung gut geplant sein muss. Die Kündigungsfrist beträgt in der Regel 3 Monate. Das heißt, wenn man ausziehen möchte, muss man das rechtzeitig ankündigen. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist es in Deutschland eher ungewöhnlich, eine Wohnung nur für ein paar Monate zu mieten. Kurzzeitmieten sind selten und oft teuer. Das hat auch rechtliche Gründe. Mieterschutz ist in Deutschland stark ausgeprägt und viele Vermieter möchten keine häufigen Mieterwechsel. Sie suchen Menschen, die lange bleiben, am besten mehrere Jahre. Ein weiteres Detail, das für viele neu ist: Viele Wohnungen werden ohne Küche vermietet. Das heißt, es gibt keinen Herd, keinen Kühlschrank, keine Spüle. Man muss alles selbst kaufen oder vom Vormieter übernehmen. Manchmal gibt es ein Angebot, die Küche gegen einen bestimmten Preis zu übernehmen. Das nennt man Ablöse. Solche Dinge sollte man vorher genau klären und schriftlich festhalten. Und dann ist da noch das Thema Kaution. In Deutschland verlangt der Vermieter meistens eine Kaution.
Das ist eine Sicherheitsleistung. Die Summe darf höchstens 3 Monatsmieten ohne Nebenkosten betragen. Man bekommt die Kaution zurück, wenn man auszieht, aber nur, wenn keine Schäden entstanden sind und alle Rechnungen bezahlt wurden. Wichtig: Die Kaution darf nicht einfach bar übergeben werden. Es ist besser, sie auf ein spezielles Kautionskonto zu überweisen. Die Nebenkosten, also die Betriebskosten, sind ein weiterer Punkt. In der Anzeige steht oft Kaltmiete und Warmmiete. Die Kaltmiete ist der Grundpreis für die Wohnung. Die Warmmiete enthält zusätzlich Heizkosten, Wasser, Müllabfuhr und Hausreinigung. Man sollte genau prüfen, welche Kosten enthalten sind und welche nicht. Strom und Internet müssen oft separat abgeschlossen werden. Im Gespräch mit Vermietern oder Maklern ist es hilfreich, bestimmte Redewendungen zu kennen. Hier ein paar Beispiele. Ist die Wohnung noch verfügbar? Wie hoch sind die Nebenkosten? Gibt es eine Einbauküche? Kann ich die Wohnung besichtigen? Wie hoch ist die Kaution? Ist eine Schufa-Auskunft erforderlich? Welche Unterlagen soll ich mitbringen? Diese Sätze helfen dabei, professionell und vorbereitet zu wirken. Und auch wenn man kleine Fehler macht, das ist kein Problem. Wichtig ist, dass man versucht, klar und freundlich zu kommunizieren. Viele Vermieter haben Verständnis dafür, dass Deutsch nicht die Muttersprache ist. Ein großer Unterschied, den viele bei der Wohnungssuche in Deutschland bemerken, ist die förmliche Kommunikation. In manchen Ländern ist es normal, spontan vorbeizukommen oder direkt zu telefonieren. In Deutschland ist es üblicher, zuerst eine E-Mail zu schreiben oder ein Kontaktformular über das Online-Portal zu nutzen. Die erste Nachricht sollte höflich und strukturiert sein. Sie enthält in der Regel eine kurze Vorstellung, Name, Beruf, Alter, Angaben zur aktuellen Wohnsituation, Grund für den Umzug, gewünschter Einzugstermin, gegebenenfalls die Frage nach einem Besichtigungstermin. Zum Beispiel: Sehr geehrte Damen und Herren, ich interessiere mich für Ihre Wohnung in der Musterstraße 10. Ich bin 32 Jahre alt, arbeite als Softwareentwickler in Festanstellung und suche eine langfristige Wohnung ab dem 1. September. Ich würde mich sehr über einen Besichtigungstermin freuen. Mit freundlichen Grüßen. Die Sprache ist formell, aber klar. Das zeigt Respekt und Seriosität. Beides ist bei Vermietern sehr wichtig. Ein weiteres kulturelles Thema ist das Misstrauen gegenüber neuen Mietern. Vermieter wollen sicher sein, dass die Wohnung in guten Händen ist. Deshalb verlangen sie viele Unterlagen. Gehaltsnachweise, Schufa-Auskunft, Mieter-Selbstauskunft, manchmal auch eine Bestätigung vom alten Vermieter. Das kann abschreckend wirken, ist aber in Deutschland normal. Wenn man zu einer Besichtigung eingeladen wird, sollte man gut vorbereitet sein. Es ist sinnvoll, alle Unterlagen ausgedruckt mitzubringen, freundlich aufzutreten und pünktlich zu sein. In Großstädten ist der Andrang oft so groß, dass Dutzende Personen zur gleichen Zeit besichtigen. Deshalb ist der erste Eindruck sehr wichtig. Bei der Besichtigung selbst kann man kleine Fragen stellen, um Interesse zu zeigen. Wie alt ist das Gebäude? Gibt es einen Keller oder Abstellraum? Wie ist die Nachbarschaft? Wann wurde zuletzt renoviert? Wie sind die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe? Wenn man sich wohlfühlt und die Wohnung gefällt, sollte man das ruhig sagen: Ich finde die Wohnung sehr schön und würde mich freuen, wenn es klappt. Neben der klassischen Wohnung zur Miete gibt es auch in Deutschland die Möglichkeit, ein WG-Zimmer zu mieten, also ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft. Besonders für Studierende oder Personen, die neu in der Stadt sind, kann das eine gute Lösung sein. Aber auch hier gibt es einige Besonderheiten. Oft ist nicht der Vermieter die Kontaktperson, sondern die Mitbewohner selbst. Sie entscheiden, wer in die WG passt. Deshalb ist die persönliche Chemie wichtig. Bei einem sogenannten WG-Casting geht es nicht nur um die Miete, sondern auch darum, wie man zusammenlebt. Ein typisches Gespräch bei einem WG-Casting kann so beginnen: Wie lange wohnst du schon hier? Wie ist der Alltag in der WG? Kocht ihr manchmal zusammen? Wie teilt ihr euch die Hausarbeit auf? Man sollte ehrlich sein, aber auch offen und freundlich wirken. Viele WGs suchen keine Mitbewohner auf Zeit, sondern Menschen, die länger bleiben wollen und sich einbringen. Für die reguläre Wohnungssuche auf dem freien Markt ist es wichtig, Anzeigen richtig zu lesen. Wenn dort steht, nur an Berufstätige oder keine Haustiere, sollte man das respektieren. Wenn man dennoch Interesse hat, kann man in der Nachricht kurz erklären, warum man trotzdem gut passen würde. Freundlichkeit kann Türen öffnen, auch wenn die Kriterien eigentlich nicht genau passen. Noch ein Hinweis:
In vielen deutschen Städten ist es nicht möglich, eine Wohnung für nur ein paar Monate zu mieten. Langfristige Mietverhältnisse sind der Standard. 3, 5 oder 10 Jahre sind keine Seltenheit. Wer nur vorübergehend wohnt, braucht oft spezielle Angebote, wie möblierte Apartments oder Zwischenmiete über Plattformen wie WG gesucht oder Airbnb. Auch wenn die Suche manchmal frustrierend ist, dranbleiben lohnt sich. Gute Vorbereitung, eine klare Kommunikation und Geduld sind entscheidend. Es hilft auch, sein Deutsch so gut wie möglich einzusetzen, selbst wenn man Fehler macht. Vermieter wissen, dass nicht alle perfekt Deutsch sprechen. Wichtiger ist es, freundlich, ehrlich und verlässlich zu wirken. Zum Schluss noch ein praktischer Tipp. Wer keine Rückmeldung auf Nachrichten bekommt, darf nach ein paar Tagen höflich nachfragen. Ein Beispiel. Guten Tag, ich wollte mich erkundigen, ob die Wohnung in der Musterstraße noch verfügbar ist. Ich hatte mich vor einigen Tagen beworben und freue mich sehr über eine Rückmeldung. Höfliches Nachhaken zeigt Interesse und kann den Unterschied machen. Damit endet dieser Podcast über die Wohnungssuche in Deutschland. Wer die Besonderheiten kennt und bereit ist, sich anzupassen, kann auch in einem schwierigen Markt erfolgreich sein. Viel Erfolg bei der Suche und beim Deutschlernen natürlich auch.